Clemens Rolf hat es gerne bunt. Seien es die Klamotten oder die Gestaltung seines Balkons. Der 65-Jährige wohnt seit 13 Jahren im Frankfurter Bahnhofsviertel in einer Wohnung im 6. Stock. Für ihn und Hündin Lola ist das Viertel viel zu grau. Deshalb holt sich der gelernte Gärtner die Natur auf seinen Balkon. Das hier ist natürlich eine Oase für mich, ne? Nur hinten und hier vorne mein Grün und was ich da so alles habe. Und natürlich genieße ich das auch als Gegensatz zu dem, was hier um mich rum ist. Ne? Oder was ich sehr toll finde, ist mein Skyline-Blick. Ne? Und natürlich bei schönem Wetter, blauem Himmel, ist das natürlich klasse. Ne? Clemens Rolf fühlt sich wohl. Ihn besuchen Bienen, Vögel und es flattert auch mal ein Schmetterling in sein kleines Paradies. Doch vor kurzem flatterte auch ein Brief der Hausverwaltung in die Wohnung. Die Blumen sollen weg. Und zwar alle. Der Hausverwalter war einmal bei mir und hat gesagt, die Pflanzen müssen weg, weil die gegenüber Angst hätten, die könnten runterfallen. Aber dann hat er gesagt, das wäre außerdem hässlich. Er möchte eine einheitliche Optik von allen Fassaden hier in der Straße. Dabei hat der Blumenfan doch seine Pflanzen wie Fort Knox gesichert. In 13 Jahren sei nie etwas passiert, so Clemens Rolf. Ich habe die mit Drahtseilen und Spannschlössern gesichert, die niedrigen. Und die auch durch ihr Eigengewicht können die fast nicht runterfallen. Und die hochstehenden, die habe ich mit richtigen Ketten und Karabinern angebunden, sodass die keinen Wind umschmeißen kann. Ich gieße auch nicht daneben, weil ich mit dem Gießgerät gieße und mit dem Schlauch. Und dann treffe ich genau in die Töpfe und nicht auf die Straße oder in runterliegende Balkone. Die Hausverwaltung sieht dennoch die Verkehrssicherungspflicht gefährdet. Clemens Rolf will die Pflanzen aber stehen lassen. Und daraufhin haben sie mich dann massiv bedroht, indem sie gesagt haben, sie schicken den Hausmeister mit einem Mitarbeiter, der die Pflanzen für 40 € die Stunde plus 35 € Anfahrt wegräumt. Oder wenn ich den Zugang nicht gewähre, würden sie von draußen einen Hubsteiger kommen lassen und die Moselstraße absperren auf meine Kosten und die Pflanzen von außen runterholen. Die Hausverwaltung bietet ihm aber auch an, einen Sachkundenachweis vorzulegen, dass die Pflanzen wirklich sicher stehen. Es wurden auch schon Termine dafür angeboten. Niemand möchte einem Mieter die Bepflanzung von Balkonen verbieten, solange die Anbringung verkehrssicher erfolgt. Bislang konnte die mieterseitige Anbringung der schweren Pflanzkübel auf der Brüstung trotz mehrfacher, auch persönlicher Anfrage beim und erfolgter Terminvereinbarung mit dem Mieter nicht fachkundig geprüft werden. Ich finde es einfach unmöglich, ne? Weil seit 13 Jahren wurde nichts gesagt. Die Geschäftsführerin von der Hausverwaltung war selbst schon persönlich bei mir in der Wohnung, fand alles schön hier und hat auch nichts gesagt, dass da draußen Pflanzen stehen. Wird es demnächst einen gemeinsamen Termin geben oder muss irgendwann ein Gericht entscheiden? Clemens sieht sich im Recht und will deswegen die Pflanzen erstmal stehen lassen.